Ich bin ein ehemaliger Offizier der Luftwaffe der Russischen Föderation. Ich habe den Bomberpiloten die Ziele vorgegeben. Was fühlst du, wenn du diese Bilder siehst? Schmerz? Schock. Als ich herausfand, dass sie Überschallraketen einsetzen würden, da wusste ich, das wird schlimme Folgen haben. Ich musste handeln. Viele werden sagen, der Mann ist ein Verräter. Ich hoffe, meine Kinder werden mich verstehen. Wir treffen Nikolai an einem geheimen Ort außerhalb Russlands. Der ehemalige Luftwaffenoffizier ist auf der Flucht. Er will anonym bleiben. Ich habe bei der Luftwaffe noch immer Freunde, die im aktiven Dienst sind. Und ich habe viele Verwandte in Russland. Um deren Zukunft mache ich mir natürlich Sorgen. Deshalb bitte ich euch, meine Stimme und das alles zu verändern. Wie fühlst du dich hier? Vor allem fühle ich mich hier sicher und sicher ist gut. Trotz allem, was ich hinter mir habe, bin ich immer noch ein Patriot. Ich bin ein Patriot und liebe mein Land. Von klein auf habe ich diese alten sowjetischen Filme gesehen. Besonders die über die Luftwaffe habe ich geliebt. Ich mochte einfach die Flugzeuge und den Himmel. Es gibt bei uns ein Sprichwort. Wer einmal den Himmel gesehen hat, dem wachsen Flügel. Der will fliegen. Ich wollte immer ein Teil davon sein. Das war auch mein Traum. Aber ich habe schlechte Augen. Und deshalb lief es nicht so, wie ich wollte. Statt Pilot zu werden, beginnt Nikolai eine Ausbildung zum Bodenoffizier. In der Militärakademie hatten wir sehr gute und erfahrene Ausbilder. Die sprachen immer davon, wie es in den 90er Jahren war. Damals lag die Armee am Boden. Statt zum Dienst zu erscheinen, fuhren Offiziere lieber Taxi, um ihre Familien irgendwie durchzubringen. Es war ein kompletter Zusammenbruch. Als Putin an die Macht kam, wurde es in den ersten Jahren besser. Es gab Essen und gute Uniformen. Als Offiziersschüler wurden wir gut ausgestattet. Wir waren richtig glücklich. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Natürlich war ich stolz, endlich Offizier zu sein.
Aber was dann geschah? Nach seiner Ausbildung beginnt Nikolai seinen Dienst auf einer Luftwaffenbasis im Süden Russlands. Nach ein paar Monaten wurde die Landebahn überprüft. Normalerweise sind diese Landebahnen nachts natürlich beleuchtet. Aber beim Check hat die Beleuchtung nicht funktioniert. Und dann wurde Schmiergeld gezahlt. Und dann wurde es eben akzeptiert. Aber in Wahrheit landeten die Piloten auf Sicht. Gott weiß wie. Du ahnst nicht, was da für Summen fließen. Das sind Milliarden. Das ist nicht normal. Das ist unsere Korruption. Damals habe ich das noch nicht kapiert. Dass bei uns einfach mehr gestohlen als gebaut wurde. 2015 greift Russland in den syrischen Bürgerkrieg ein. Um den Diktator Assad an der Macht zu halten, schickt Putin seine Bomberflotte. Er lässt vornehmlich Städte aus der Luft angreifen. Vorgeblich, um die Moral der Assad-Gegner zu brechen. Damals stellte ich mir zum ersten Mal Fragen. Wir sollten offiziell in Syrien eingreifen, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich koordinierte die Langstreckenbomber. Mein Arbeitsplatz war nicht in Syrien, sondern auf einer Luftwaffenbasis, wo diese Bomber starteten. Ich bekam Ziele und Anweisungen übermittelt. Und gab sie in Einsatzbesprechungen an die Piloten weiter. Ich sagte ihnen, hier ist die Liste der Ziele und so weiter. Das lief alles über mich. Dann habe ich Ziele und Treffer überprüft. Und das passte alles nicht zusammen. Ich schickte alle Informationen durch verschlüsselte Kanäle ans Verteidigungsministerium. Russische Flugzeuge haben in Syrien 59 Kampfeinsätze geflogen gegen 212 Ziele. Die Terroristen haben schwere Verluste an Menschen und Material erlitten. In den letzten 24 Stunden wurden mehr als 320 Terroristen getötet. Mir wurde klar, dass die Berichte von Generalleutnant Konaschenko und dem Verteidigungsministerium nichts mit der Realität zu tun hatten. С тем, что я вижу в реальном деле. Wenn sie Wohnhäuser und zivile Infrastruktur zerstörten, sagten sie einfach, es waren IS-Terroristen. Wieso? Warum haben sie das befohlen? Ich hatte immer mehr Fragen, aber niemand antwortete. Sie wollten keinen öffentlichen Aufschrei. Es schmerzt mich, dass ich dabei mitgemacht habe. Я 2020 habe ich die Armee verlassen.
Als russische Truppen die Ukraine überfallen, verfolgt Nikolai die Ereignisse als Zivilist. Dennoch ist er bestens informiert. Ich war zwar nicht mehr im Dienst, aber meine Ex-Kollegen sind auch meine Freunde, die mit mir studiert und gedient haben. Das sind wirklich gute Beziehungen. Das sind Leute, die auch sehen, was wirklich los ist. Ich wusste es sofort. Es kann nicht sein, dass bombardiert wird, ohne dass Zivilisten sterben. Ich habe auch Telegram-Kanäle verfolgt. Und es war klar, mein Land überfällt einen Nachbarstaat. Genossen Offiziere, eure Väter und Großväter haben die Nazis nicht bekämpft und das Vaterland nicht verteidigt, damit heute Nazis die Macht in der Ukraine übernehmen. Ich habe jede Menge Freunde und Bekannte in der Ukraine. Die haben nie über Nazis geredet. Keiner hat da irgendwelche Nazis gesehen. Die russische Propaganda, die russischen Lügner schwadronieren von einer Spezialoperation gegen unser Militär. Aber dieser Krieg richtet sich gegen Zivilisten. Nur in unserer Stadt mehr als 800 Gebäude zerstört. Von Raketen, Kamikaze-Drohnen und fast 200 Zivilisten sind gestorben. Immer Russen hat versucht, ganz früh abzuschießen. Das ist um 4, 5 Uhr morgens. In dieser Zeit Leute sind noch geschlafen. Das war ein Schock für mich. Ich meine, wenn du Krieg willst, lass 2 Armeen auf dem Schlachtfeld kämpfen, wo nicht Zivilisten, Kinder und alte Leute sterben. Über Monate belagert die russische Armee Mariupol im Süden der Ukraine. Die Stadt wird systematisch dem Erdboden gleichgemacht. Mehr als 90% der Wohngebäude werden beschädigt oder zerstört. Tausende sterben. Ich war praktisch noch nie im Ausland. Nirgendwo. Nur einmal in Mariupol. Ich habe damals an Militärwettkämpfen teilgenommen. Damals war es friedlich. Alles war gut. Aber was haben wir daraus gemacht? Was fühlst du, wenn du siehst, wie Mariupol jetzt aussieht? Schmerz. Schmerz. Schock. Kann ich eine Pause haben? Natürlich. Sorry.
Es ist schwer. Es gibt Momente im Leben, an denen man sich entscheiden muss. Das war so eine Kreuzung. Welchen Weg sollte ich nehmen? Aus Frankreich ist uns jetzt Wladimir Ossetschkin zugeschaltet, Chef der Menschenrechtsorganisation Gulago.net. Wladimir, berichten Sie von Ihrem Antikriegsprojekt. Wir rufen dazu auf, Informationen über Kriegsverbrechen zu teilen und zu veröffentlichen, die die russische Armee seit der Invasion in der Ukraine begeht. Ich habe Ihnen ein paar Dokumente geschickt. Das hat bewiesen, dass ich wirklich ein Insider bin. Er war jahrelang Offizier mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. Er hatte Zugang zu Staatsgeheimnissen, zu Informationen von größter Bedeutung, verschlüsselten Daten des russischen Militärs. Ich sagte ihm, dass ich noch Kontakte hätte, die ich nutzen könnte. Die Geschichte kam in Gang, als in der Nacht vom 2. Mai 2023 der Kreml mit Drohnen angegriffen wurde. Handyvideos zeigen, wie eine Drohne in den Kreml einschlägt. Der Angriff im Herzen der Hauptstadt provoziert Rufe nach Vergeltung. Ich habe mich sofort in russischen Telegram-Kanälen umgehört. Ich sah, dass da was in Bewegung kommt. Ich rief Wladimir an und sagte, ich kann meine Verbindung nutzen. Lass uns herausfinden, ob wirklich etwas passieren wird. Bleib online. Wenn sich etwas tut, melde ich mich sofort. Ich werde da sein, denn das ist ziemlich wichtig. Lass uns den Finger am Puls behalten. Gut, okay. Gut, danke. Dann bekam er eine Warnung vor einem Angriff auf Kiew. Und zwar mit ballistischen Raketen. Ich bekam alle Informationen. Welche Luftwaffenbasis? Welcher Flugzeugtyp und natürlich welche Waffe, nämlich eine Kinschall-Rakete. Sie nennen sie Analogov-Niet. Also unvergleichlich. Sie fliegt mit Überschall und so weiter. Kinschall, das ist eine Wunderwaffe, was Putin präsentiert hat und keiner kann stoppen. Wir haben das System Kinschall, Dolch genannt. Video ab. Die neue Superwaffe wird von Flugzeugen aus abgeschossen und beschleunigt auf 10-fache Schallgeschwindigkeit. Das ist selbst für moderne Flugabwehrsysteme meist zu schnell. Genau diese Rakete wurde vorbereitet. Das erfuhren wir abends von Nikolais Quellen. Ich habe den Chef der zuständigen Spezialeinheit sprechen können. Er sagte, ja, wir bereiten uns vor. Ich sage dir später mehr. Also werden die Raketen gefechtsbereit gemacht? Er sagte, wir machen alles gefechtsbereit. Wladimir Putin bereitet also einen gezielten, asymmetrischen Vergeltungsschlag vor. Die Rakete kann Atomsprengköpfe tragen. Die Opferzahlen kann man sich kaum ausmalen.
Ich bin extrem besorgt. Ich auch, weil die Informationen direkt aus dem Kreml kommen. Und ich beschloss zu handeln. Ich recherchierte weiter. Und ich fand heraus, wann der Angriff stattfinden und welche Maschine eingesetzt werden sollte. Ich gab die Informationen weiter an Wladimir. Der gab sie seinerseits weiter. So hatten wir es besprochen. Ich übergab diese Informationen sofort an die ukrainische Armee. Das war eine harte Nuss für unsere Luftverteidigung. Das Patriot-Abwehrsystem ist zwar ein hochentwickeltes System, das Ziele erkennen, erfassen und zuverlässig ausschalten kann, aber diese Raketen sind kaum zu identifizieren und zu treffen. Spät am Abend, so gegen 23 Uhr, habe ich einen Livestream gestartet. Hallo Abonnenten von Gulago.net. Dies ist ein sehr wichtiger Stream. Als sich der Aufruf auf Telegram verbreitete, entstand ein regelrechter Hype. Zuschauer berichteten uns von Vorbereitungen und dem Start einer MiG-31 vom Luftwaffenstützpunkt Aktubinsk. Ich versuche jetzt ein Kriegsverbrechen zu verhindern, das heute Abend begangen werden könnte. Ich musste versuchen, Piloten oder Militärangehörige vor Ort direkt anzusprechen, damit sie keine kriminellen Befehle aus dem Kreml ausführen. Doch die Flugzeuge mit der tödlichen Fracht starten planmäßig. In der Zwischenzeit war die Luftabwehr der Ukraine und der NATO in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Ich bekam die Nachricht von unserem Oberbefehlshaber. Die Botschaft lautete: Herr Minister, vielleicht, möglicherweise, haben wir eine Kinschal abgeschossen. Wir müssen noch die Trümmer überprüfen. Und nach 2 Stunden textete er: erledigt, bewiesen. Es ist die Kinschal. Habe ich noch zigmal gefragt, Sie sind sicher? Hat er klar erklärt, die Markierung, klar erklärt, was bedeutet diese Teil von Rakete, das gehört an Kinschal, und habe ich mich richtig gefreut, dass es funktioniert. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko inspiziert die Wrackteile. Er ist erleichtert, dass dieser Angriff kein unschuldiges Leben gefordert hat. Das sehe ich zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich nicht wie ein Held. Ich habe getan, was notwendig war. Nachdem es gelungen war, die Kinschal abzuschießen, begannen die Behörden in Russland nach dem Verräter zu suchen. Unser Kontakt riss für mehr als 12 Stunden ab. Keine Nachricht mehr von ihm. Dann meldete er sich und erzählte, dass FSB-Agenten ihn festgenommen hatten. Bis nachts um 2 haben mich die FSB-Typen verhört. Sie haben mir eine dicke Lippe verpasst. Und mich im Verhörraum ein bisschen in die Mangel genommen.
Aber irgendwie konnte er ihnen weismachen, dass sie den Falschen erwischt hätten. Sie ließen ihn laufen und sagten, sorry Junge, das ist nun mal unser Job. Für mich war es Zeit zu verschwinden. Ich sagte ihm, kauf dir Tickets, flieg in eine Stadt, von der aus du mit dem Bus ausreisen kannst. Da habe ich mich für meinen Weg entschieden, dass ich nicht länger in diesem Staat leben wollte. Ich bin noch immer ein Patriot. Ich liebe meine Heimat. Dort würde ich am liebsten leben, aber nicht unter diesen Umständen. Wir sind Geiseln einer Situation, in der die Menschen machtlos sind. Ich habe mich entschieden, alles zu tun, um in einem normalen Land zu leben. Als wir an der Grenze ankamen, war ich besorgt und super nervös. Aber es gab keine Probleme. Und so konnte ich das Land verlassen. Jetzt kommt es mir vor wie ein anderes Leben. Ein zweites Gespräch, diesmal in Deutschland. 3 Monate nach dem ersten Interview. Wir starten die Aufnahme. Wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen? Ich bin in ein Drittland ausgeflogen worden. Ich habe dort vor Ermittlern des Internationalen Gerichtshofs ausgesagt. Es war ein 5er-Team plus Übersetzer. Sie waren hochprofessionell. Stellt euch das vor, wir haben 7 Tage von morgens bis abends gearbeitet. Ich habe ihnen eine Menge Informationen gegeben. Hunderte Gigabyte Daten über Syrien und die Ukraine. Über private Söldnerfirmen und so weiter. Das war schwer, moralisch schwer. Was ich getan habe, bedeutet in Russland 3- bis 4-mal lebenslänglich. Aber ich habe mein Land nicht verraten. Ich sage nur die Wahrheit. Nach den ersten Verhören reist Nikolai in die Türkei. Meine Familie konnte auch evakuiert werden. Ich kann jetzt mit meiner Frau spazieren gehen, die Kinder springen auf dem Trampolin. Das ist sehr, sehr schön. Nur Flugzeuge schrecken mich auf, egal wo ich bin.